willkommen auf meinem Channel. Sorry für diese Begrüßung, Leute, aber ich dachte jetzt, wo ich mir die Softboxen gekauft habe, um euch bessere Videoqualität bieten zu können, dachte ich, man muss jetzt auch reden. Aber keine Sorge, das wird auf keinen Fall auf meinem Kanal Einzug halten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ach ja, und wenn euch das Video gefällt, wäre ich erfreut darüber, wenn ihr es kommentieren würdet, mir ein Abo dalasst, die Glocke drückt und am besten noch teilt mit euren Freunden, Bekannten oder am besten mit jedem auf der Welt, den ihr kennt. Und jetzt geht's wirklich los mit dem Video. Viel Spaß! Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich freue mich, dass die letzten Videos bei euch so gut ankamen. Ich hoffe, das bleibt in Zukunft auch noch so. Heute stelle ich euch die S-Klasse V222 vor von Norev im Maßstab 1:18. V steht wie immer bei Mercedes für die Langversion, also der lange Radstand. Die normale Version würde W222 heißen. Gucken wir uns erstmal die Verpackung an. Das ist ganz relativ unspektakulär, das ist nicht die Dealer-Edition. Ich habe die ganz bewusst nicht gewollt, weil bei der schwarzen Dealer-Edition ist es so, dass die Sitze schwarz werden. Ich wollte unbedingt die komplette Ausstattung, dass die hell ist. Also das ist von der Seite, das ist von oben. Ja. Von der Seite steht Norev drauf. Hier nochmal dasselbe Bild. Hier High-Quality-Serie von Norev. Und ich muss sagen, Norev hat wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Und hier wieder die Vorderseite. Ich habe das Modell jetzt natürlich schon mal ausgepackt und werde hier kurz einen Cut machen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, und hier ist das Modell. Der Mercedes-Benz S-Klasse V222. Hier in der Farbe Magnetic Schwarz oder Magnetic Black. Ich besitze noch zwei andere Modelle, wie ihr im Hintergrund unschwer erkennen könnt. Einmal noch in der Farbe Iridium Silber und in der Farbe Bright White, beziehungsweise Diamant White Bright. Zu den zwei anderen Modellen folgen auch noch zwei kleine Videos, allerdings ohne direkte Erläuterung, weil die Modelle alle gleich sind, bis auf die Farbe. Schauen wir uns das Modell an. Ist hervorragend umgesetzt, meiner Meinung nach. Also Norev hat wirklich alle Arbeit geleistet. Das Vorbild wurde am 15. Mai 2013 in der Hamburger Auslieferungshalle des Airbus A380 vorgestellt. Ja, also es hat ziemlich eingeschlagen, dieses Modell. Also waren wirklich sehr viele Leute positiv erstaunt vom neuen Design von Mercedes. Und ich finde auch, es ist ihnen relativ gut geglückt, eine neue Generation der S-Klasse zu machen. Mittlerweile gibt es auch ein Facelift-Modell von dieser Variante. Bei Mercedes heißt das MOPF, Modellpflege. Und das werde ich mir aber auch noch zulegen und hier auf dem Kanal vorstellen. Ja, schauen wir uns mal die Front an. Wie ihr sehen könnt, ist wirklich fantastisch umgesetzt. Und ein besonderes Merkmal ist der Kühlergrill. Da ist wirklich jede einzelne Lamelle durchstoßen und man kann reingucken, so wie es im Original eben auch ist. Und bei vielen Modellen ist es ja so, dass die Kühlergrill von Mercedes eben einfach nur angedeutet werden. Hier oben der Stern. Und wir drehen noch weiter. Die Felgen, auch sehr schön imposant. Die geschwungene Form dieses Modells ist wirklich sehr elegant, ist wirklich beeindruckend. So, kommen wir zum Heck. Wie wir sehen, ist auch das alles sehr gut umgesetzt worden. Hier könnt ihr sehen, dass die Abgasendrohre auch sehr filigran und sehr realistisch eingearbeitet worden sind. Chromleiste auch sehr filigran. Und was vor allem bei dem Modell ganz hervorragend umgesetzt worden ist, sind meiner Meinung nach die Spaltmaße und die Verklebung der Scheiben. Also das ist wirklich
sehr, sehr gut gelungen. Und Norev hat also wirklich bewiesen, dass sie es durchaus drauf haben, schöne Modelle herzustellen. Und ich hoffe, in Zukunft kommen noch viele weitere Modelle. So, ich zeige euch mal den Motorraum. Da ist hier unten so ein Nippel. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Da. Da muss man drauf drücken. So, ich habe jetzt nochmal geschnitten, das ist mit Hand schon gar nicht so einfach. So, wie wir sehen, ist dieser Motorraum wirklich sehr schön auch umgesetzt. Natürlich ist es bei den modernen Autos so, dass die Verkleidung im Prinzip den eigentlichen Motor überdeckt, damit man wahrscheinlich nicht alles selbst machen kann und immer schön die Vertragswerkstätten aufsucht, ne? Aber es ist alles, glaube ich, durchaus originalgetreu angedeutet. Ihr könnt ja auch sehen vorne die LED-Scheinwerfer bzw. die LED-Tagfahrlichter sind auch sehr schön eingearbeitet und sehen wirklich sehr realistisch aus. Ich zeige euch nochmal das Heck. Und ich mache mal den Kofferraum auf. So. Und da können wir reinschauen. Drin ist es typischerweise mit Filz bzw. Teppich ausgekleidet. Und sieht auch wirklich sehr gut aus. Moment, ich mache mal ein bisschen heller. So, ich habe mal die Belichtung etwas hochgeschraubt. Da könnt ihr den Innenraum besser sehen. Da sieht man auch die kleine Lasche, damit man die Abdeckung hochmachen kann, um entweder das Reserverad oder das sogenannte Reparationskit rauszuholen. So, machen wir den Kofferraum wieder zu. Und ich wollte auch noch zeigen, dass die Modelle, also alle Mercedes-Modelle, haben oben ein großes, schönes Panoramadach, wie ihr hier sehen könnt. Das ist wirklich sehr, sehr imposant. So, kommen wir mal zum Innenraum. Und zwar vorne. So. Ich hole das Ganze mal etwas näher ran. So, und jetzt seht ihr hier den Innenraum. Das ist hell und sehr detailliert umgesetzt. Ich werde euch kurz nochmal die Tür zeigen. Wie ihr seht, ist das alles extrem filigran umgesetzt worden. Hier die Zierleisten. Die kleinen Knöpfe sind alle angedeutet für die Sitzverstellung, Massage, Memory-Funktionen und so weiter. Die Boxen, selbst hier unten das kleine Licht, wenn die Tür offen steht. Und der Innenraum. Schaut euch den an. Sieht der nicht gut aus? Ich denke schon. Also ich könnte wirklich stundenlang angucken. Die Instrumente sind alle sehr detailliert dargestellt. Der Fußraum ist mit Teppich ausgelegt, beziehungsweise Teppichimitat. Und man kann sogar die kleinen Stichnähte sehen dort oben auf der Konsole. Und das ist wirklich sehr gute Arbeit. Wirklich noch auf sehr gute Arbeit. Schauen wir mal das Fond an. Das ist die Hintertür. Auch ganz, ganz toll umgesetzt. Und blicken wir mal hinein. Das ist die hintere Sitzreihe, die natürlich in der S-Klasse immer komfortabler ist, vor allem der Präsidentensitz auf der anderen Seite.
Wie ihr seht, gibt es dort ein Tablett bzw. ein Tischchen, was man ausklappen kann. Und man sieht auch auf beiden Seiten die Bildschirme für das Entertainment-System. Ich hole es noch mal etwas näher ran. So. Wirklich sehr schön. Und ihr seht auch gerade hier hinten beim Sitz die Anschnallgurte. Sind auch sehr detailliert umgesetzt, meiner Meinung nach. Ihr seht sogar hier die feine Strukturierung dieser Gurte. Also es ist wirklich sehr detailliert und realistisch gemacht. Gucken wir nochmal den vorderen Bereich an. Da könnt ihr es mal richtig sehen. Hier seht ihr nochmal die schöne Panoramaglasscheibe da oben. Also das Modell ist wirklich erste Sahne. Und die beiden da hinten natürlich auch. Also bei denen sieht das exakt genauso aus. Weiße Sitze, Panoramaglasdach und top verarbeitet. So, das war die Vorstellung meines Mercedes S-Klässchens, ja. V222 von Firma Norrif. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch mal, ob ihr dieses Modell auch besitzt oder ob ihr das gerne haben wollen würdet. Und gebt mir bitte einen Daumen nach oben, ein Abo, falls dies noch nicht geschehen ist, und drückt die kleine Glocke, damit ihr immer die neuesten Updates bekommt. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.